Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Bericht über einen Spur 1 Fahrtermin am 4. September 2020 in München. Diesmal fand die Veranstaltung aber Corona-bedingt nicht als großer öffentlicher Fahrstammtisch statt, sondern nur in kleinerem Rahmen auf persönliche Einladung hin. Nur so konnte sichergestellt werden, dass genügend Abstand zwischen den Teilnehmern gewahrt blieb und dass im Fall der Fälle auch die dann erforderliche Kontaktpersonenverfolgung zuverlässig möglich ist. In diesem Video gibt es unter anderem allererste Fahreindrücke von einem brandneuen Handmuster der E71 von Spur 1 AT sowie eine imposante Epoche 3 Version der neuen E16 von KM1. Welche Fahrzeuge im Video zu sehen sind, ist im Beschreibungstext samt Zeitstempeln sowie in der Zeitleiste des Videos zu finden. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Video. Zum Beginn dieser Modellbahnimpressionen im Maßstab 1:32 gleich ein Highlight dieses Abends. Spur 1 AT hat neben einem Muster der Baureihe 93 das erste fahrbereite Handmuster der E71 in Lackierung mitgebracht. Die kleine E-Lok kann bereits fahren, ruckelt aber noch ein klein wenig bei der Anfahrt. Tja, so ist es eben mit Handmustern, aber dieses Problem wird sicher bald gelöst sein. Gebaut wird dieses Messing-Handarbeitsmodell in 8 Varianten der Epochen 1 bis 3. Die etwa 36 cm lange E-Lok hatte anfangs die Bezeichnung EG 511 und wird unter anderem auch als preußisches Krokodil oder Bügeleisen bezeichnet. Sie wurde als Vorbild in 17 Exemplaren gebaut und erstmals im Jahr 1914 in Dienst gestellt. Das Modell hat einen UVP-Listenpreis von 2.490 €. Jetzt zu einem langen Zugset, das es in dieser Form nicht zu kaufen gibt. Klaus Staudenmeier hat erstmals zu einem Spur 1 Fahrtermin seinen Bundeswehr-Sanitätszug mitgebracht. Er basiert zunächst auf einer von ihm selbst umlackierten Baureihe 218 von Märklin, die demnächst auch eine Geräuschelektronik bekommen soll. Die meisten als Ladegut transportierten Fahrzeuge hat Klaus selbst zusammengebaut und ebenfalls von Hand selbst lackiert. Der Sanitätszug soll in den nächsten Monaten sukzessiv erweitert und verlängert werden. Als nächstes ist eine E50 von KM1 in Epoche 3 Ausführung mit Alterungsspuren zu sehen. Ihr Vorbild wurde ab 1957 an die DB ausgeliefert. KM1 hat von diesem 5,3 Kilogramm schweren und 609 mm langen Messingmodell 8 Varianten produziert. Hier noch ein weiteres Beispiel einer Lok mit Alterungslackierung. Diesmal aber kein Kleinserienmodell, sondern eine inzwischen oft günstig erhältliche V60 Baureihe 261 aus dem Märklin Einsteigerprogramm des Jahres 2005. Max Weigmann von Wehmer Bahnatelier hat mal wieder kleine Zubehörneuheiten mitgebracht. Diesmal einen Betonmischer und eine Schubkarre. Sie sind im Gegensatz zu den Wehmer Figuren nicht aus Resin gegossen, sondern in 3D-Drucktechnik produziert. Man kann sie einzeln beziehen oder in Dreiersets. Und wer Lust hat, kann natürlich auch mehr solche Dreiersets kaufen, um sie als Ladegut in Szene zu setzen. Nun kommen wir zu einem kleinen, aber wirklich feinen Spur 1 Highlight. Dieser knapp 32 cm kurze Pferdestallungswagen wurde vom Kleinstserienhersteller Koch Spur 1 gebaut.
Es gibt wohl weniger als 10 Exemplare davon. Das Vorbild des GVW HS 04 stammt aus der Anfangszeit des letzten Jahrhunderts. Der Wagen hat Platz für 6 Pferde und eine Begleitperson. Dieses wirklich tolle Modell wurde nicht nur innen sehr aufwendig eingerichtet, sondern auch außen fein detailliert. Es hat sogar funktionstüchtige Türen und dreiteilige Ladeklappen. Diesen Anblick und Einblick muss man einfach ein wenig auf sich wirken lassen. Und jetzt schauen wir uns diesen wirklich faszinierenden Pferdestallungswagen auch noch ein wenig auf der anderen Seite an. Jetzt noch ein weiteres Kleinserienmodell, das sich hier hinter einer E91 von Märklin befindet. Es handelt sich um eine eindrucksvolle 1,5 Meter lange Schwerlast-Kranwagengarnitur. Sie enthält die maßstäbliche Nachbildung des 90 Tonnen Dampfkranwagens 059 Ardelt 90T. Das Kranwagenset im Maßstab 1:32 besteht weitestgehend aus Messing und wiegt mehr als 25 Kilogramm. Für reichlich Bewegung und 6 Kilogramm Hebekraft sorgen nicht weniger als 5 Faulhabermotoren in Verbindung mit Seilen aus Edelstahl. Das Wagenset wurde von Heinz Gertkes aus Duisburg in Handarbeit in einer Kleinstserie aus nur 11 Exemplaren gefertigt. Das Vorbild wurde zweimal im Jahr 1937 gebaut und das hier zu sehende Modell entspricht dem 1944 in Eberswalde gebauten dritten Exemplar. Im Einsatz war dieser laut Fachliteratur bis ins Jahr 1978. Lackiert und beschriftet wurde das hier zu sehende Modell gemäß Epoche 2. Heinz Gertkes realisierte aber auch Exemplare passend zur Epoche 3. Als nächste Lok sehen wir jetzt eine Baureihe 216 von KM1 Modellbau. Hier ist sie als Privatbahnlok der Gleisbaufirma HF Wiebe zu sehen, die gemäß Betriebszustand des Jahres 2010 lackiert und beschriftet wurde. Ihr Vorbild stammt aus dem Jahr 1966 und KM1 baute darüber hinaus noch 10 weitere Modellvarianten der Epochen 3 bis 5. Das Kleinserien-Messingmodell wiegt rund 5 Kilogramm und ist 50 Zentimeter lang. Ebenfalls von KM1 stammt dieses Epoche 3 Modell, der E16. Es wiegt 4,8 Kilogramm und ist knapp 51 Zentimeter lang. Die aus Messing in Kleinserie gefertigte Spur 1 Lok gibt es in 8 Varianten
der Epochen 2 bis 4. Ich habe von dieser E-Lok kürzlich eine Variante gemäß der Epoche 2 in einem ausführlichen Unboxing-Video vorgestellt. Jürgen Peters hat interessante Lasercut-Bausätze aus 2 mm dicken MDF-Holzfaserplatten mitgebracht. Es handelt sich um Fahrgestellbausätze für einen großen 80 Fuß Containertragwagen SGG NSS 80 mit einer Modelllänge von 81 cm und für einen Gelenk-Containertragwagen SGG RSS 80 mit 82,5 cm Länge. Sie wurden von Modellbahnern des Spur 1 Stammtisches Herne entwickelt und gefertigt. Mit entsprechender Lackierung und Beschriftung sehen sie meines Erachtens wirklich toll aus. Schließlich hat auch noch jemand zu diesem Spur 1 Treff in München seine neue 241 A65 von Märklin für eine erste große Probefahrt mitgebracht. Die 82 cm lange französische Schnellzuglok wiegt stolze 8,6 Kilogramm. Das Modell hat 32 digital schaltbare Funktionen. Das Vorbild der Lok wurde 1931 gebaut und der Tender 1934. Es ist komplett erhalten geblieben und wird seit vielen Jahren liebevoll in der Schweiz von einem Verein gepflegt. Im Jahr 2017 war es sogar bei der Neuverfilmung des Krimis Mord im Orient Express im Einsatz. Das war's für heute mit meinem Videobericht über einen Spur 1 Fahrtermin am 4. September 2020 in München. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal bald wieder besuchen würden.